Hallo und herzlich willkommen bei Learn German with Ben. In dieser Folge My German Diary möchte ich mit euch über den Nikolaus und den Weihnachtsmann sprechen. Wer ist der Nikolaus und was haben Martin Luther und Coca-Cola mit dem Weihnachtsmann zu tun? Mein Name ist Ben und ich würde sagen, los geht's! Den Weihnachtsmann, so wie ihr ihn kennt, gäbe es heute nicht ohne den Nikolaus, Martin Luther und Coca-Cola. Aber der Reihe nach. Nikolaus war Bischof der kleinen Stadt Myra in der heutigen Türkei. Wir wissen nicht viel über sein Leben, nur dass er an einem 6. Dezember vor ungefähr 1700 Jahren gestorben ist. Nach dem Tod des heiligen Nikolaus entstanden viele Legenden um sein Leben und Wirken. So soll er als wohlhabender Mann den Armen und vor allen Dingen den Kindern sein Geld gespendet haben. Daraus entwickelte sich der Brauch, an seinem Todestag Kinder zu beschenken, allerdings mit regional sehr unterschiedlichen Bräuchen. Seit dem 16. Jahrhundert ist zum Beispiel im deutschsprachigen Raum sein Begleiterknecht Ruprecht belegt. Er bestraft Kinder, die nicht artig waren. In Deutschland ist es heute üblich, dass die Kinder am Vorabend des Nikolaustages ihre Schuhe putzen und vor die Tür stellen. Wie von Zauberhand sind sie am anderen Morgen mit Süßigkeiten, Gebäck und vielleicht einem kleinen Spielzeug gefüllt. Wann der Brauch, Schuhe vor die Tür zu stellen, nach Deutschland kam und wie er sich entwickelte, kann ich euch leider nicht sagen. Vor über 500 Jahren betrat ein Mann die Weltbühne, den ihr kennen solltet, wenn ihr Deutsch lernt. Es ist Martin Luther. Martin Luther sorgte dafür, dass in einem Deutschland mit vielen unterschiedlichen Dialekten eine einheitliche Sprache etabliert wurde. Martin Luther ist aber vor allem als Reformator bekannt und als Reformator lehnte er die Reliquien- und Heiligenverehrung ab. Er entwickelte die Idee, dass das Christkind am 24.12. oder 25.12. die Geschenke bringt. Der Brauch, dass der Nikolaus am 6. Dezember die Kinder glücklich macht, blieb allerdings erhalten. Am Ende des 18. Jahrhunderts erschien am 24. Dezember erstmals der Weihnachtsmann, dessen äußere Eigenschaften sich offenbar an denen des Nikolaus orientierten. Als der deutsche Auswanderer Thomas Nast im Jahr 1863 seine Vorstellung vom amerikanischen Santa Claus entwickelte, orientierte er sich am deutschen Nikolaus, am niederländischen Sinterklaas und englischen Father Christmas. Im Jahr 1931 erhielt der Weihnachtsmann letztmalig sein finales Äußeres. Und zwar im Rahmen einer Marketingkampagne von Coca-Cola. Etwa seit den 20er Jahren war der Weihnachtsmann nämlich rot-weiß gekleidet. Und das Rot-Weiß passte perfekt zu den Markenfarben der Cola. Wenn ihr dem Weihnachtsmann einen Brief schreiben möchtet, habe ich euch in den Kommentaren übrigens seine Adressen beigefügt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss bis zum nächsten Mal und verpasst die Grammatik nicht, euer Ben. In meinem Video verwende ich folgenden Satz. Den Weihnachtsmann, so wie ihr ihn heute kennt,
gäbe es nicht ohne den Nikolaus, Martin Luther und Coca-Cola. Bei dieser Satzkonstruktion handelt es sich um einen Satz mit einem eingeschobenen Nebensatz. Ihr dürft ihn auch anders sprechen. Ein Beispiel wäre: Ohne den Nikolaus, Martin Luther und Coca-Cola gäbe es den Weihnachtsmann heute nicht, so wie ihr ihn kennt. Bleiben wir noch einen Augenblick bei diesem Satz und sehen uns das Wort gäbe genauer an. Bei gäbe handelt es sich um den Konjunktiv 2 des Verbes geben. Wahrscheinlich habt ihr in der Schule gelernt, den Konjunktiv 2 mit den Verben hätte, würde und wäre zu bilden. Ihr dürft also auch sagen: Den Weihnachtsmann, so wie ihr ihn heute kennt, würde es nicht ohne den Nikolaus, Martin Luther und Coca-Cola geben. Ich finde es allerdings manchmal schöner, den Konjunktiv 2 direkt aus einem Verb abzuleiten. Nähme aus nehmen, käme aus kommen. Wenn ich sage, dass am Ende des 18. Jahrhunderts der Weihnachtsmann zum ersten Mal am 24. Dezember erschien, dann meine ich damit eine Zeitspanne von ungefähr 1790 bis 1799 und nicht 1890 bis 1899. Und genau diesen Satz sehen wir uns noch einmal genauer an. Am Ende des 18. Jahrhunderts erschien am 24. Dezember erstmals der Weihnachtsmann, dessen äußere Eigenschaften sich offenbar an denen des Nikolaus orientierten. Ich möchte mit euch ganz kurz über die Pronomen dessen und denen sprechen. Sehr schwierig ist nämlich die Unterscheidung zwischen Relativpronomen und Demonstrativpronomen. Sehen wir uns hier die Definition noch einmal genauer an. Relativpronomen leiten Nebensätze ein, die etwas näher erläutern. Demonstrativpronomen verweisen auf etwas Genanntes. Also Relativpronomen Nebensätze, Demonstrativpronomen verweisen auf Genanntes. Und jetzt der Satz noch einmal. Wie ihr seht, leitet dessen einen Nebensatz ein. Es handelt sich also um ein Relativpronomen. Denen verweist auf etwas Genanntes, auf Eigenschaften, ist also ein Demonstrativpronomen. Jetzt sind wir endgültig am Ende des Videos angelangt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Ben.